Und damit geht es weiter mit Let's Play Ys1. Ich bin das TheMCMaffyx. Wir rasen hier wie edle Simmertüte durch die Gegend. Wir machen jetzt unseren letzten Abstecher hier nochmal nach Minier. Und dann, liebe Leute, geht's los. Beim letzten Mal haben wir uns das dritte Buch von Ys geholt. Nun gehen wir dann gleich nochmal nach Xseed Village. Und dann geht es schon los mit dem finalen Dungeon des Spieles. Der wird uns noch einige Zeit begleiten, also keine Sorge, wir sind noch nicht durch. Macht auch noch Laune, also ich hoffe euch auch. Und dann schauen wir mal, was uns so erwartet. Ja, liebe Leute, beim letzten Mal haben wir hier uns in die verlorene Minen begeben. Dort waren ziemlich madige Bosse, die richtig genervt haben. Die waren richtig madig. So, jetzt gehen wir erstmal rein und kaufen. Okay, kaufen wir Wing. Ich weiß gar nicht, für was der Wing da ist. Den habe ich mir beim letzten Mal nicht gekauft. Ich glaube, ich habe noch den Mirror beim letzten Mal nicht gekauft. Aber da wir inzwischen kein Geld mehr brauchen... Oh, ich habe nichts zum Verkaufen. Da ich auch inzwischen eigentlich das Geld nicht mehr brauche, ist es auch im Endeffekt wurscht. Ich kaufe jetzt auch noch die letzten Rüstungen. Nicht, weil ich sie brauche, einfach nur so, weil ich, ihr wisst schon, komplett in der Tiste. Wo ist mein Achievement, Mann? Wo sind meine Trophies? Also wie gesagt, wir waren in der Höhle, haben so einen hässlichen Mega-Vampir bekämpft, der unglaublich unfair war. Habe ich das schon? Keine Ahnung. Ja, kaufen wir es. Und irgendwie konnten wir ihn bezwingen. Ich weiß gar nicht wie, aber es ging. Oh, habe ich schon. Okay, gut, dann nicht. So, dann kaufen wir das Schwarzart. Okay, habe ich auch schon, gut. Fehlt mir das mittlere Item, kann ich das gar nicht kaufen. Keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Wahrscheinlich durch ein madiges Sackquest oder so. Keine Ahnung. So, kaufen wir Rüstung, Plate Mail. Habe ich die schon? Ja, genau, die will ich haben. Brauchst du die eigentlich? Nein, aber ich will sie haben. Ah, genau. Okay, stimmt, jetzt... Waffen hat ihr schon alle, also liebe Leute, sind wir waffenmäßig ausgerüstet. Also, damit haben wir alle Rüstungen im Spiel. Wir haben noch nicht alle Items. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht werden wir auch nicht alle schaffen. Ich habe keine Ahnung, was die Wing ist. Magic Wing, Raptor, too many. Ach, geil! Ja, zu geil! Ach mein Gott, Mann, ist das ein gutes Item. Cool. Ach, liebe Leute, Mann, das hätte mir gut geholfen. Mit dem kann sich nach Minier warpen. Tja, dann hätten wir uns diese ganzen blöden Weglatschereien immer gespart. Naja, kann man auch nichts tun. Schön, wie gesagt, merkt man doch, dass man immer noch was Neues findet in diesem kleinen, kurzen, knackigen Spiel. So, ja, wie gesagt, wir haben uns das dritte Buch von Ys geholt beim letzten Mal. So einen fiesen Cheater-Vampir bezwungen. Der schlimmste Fall im Spiel, Mann, der ist so madig. Und der letzte Bossfight im Spiel ist auch so madig, Mann, aber der ist schon sehr schlimm. Naja. Auf gut Deutsch, mordig. So, besteht doch aus dem Maden, ist ja so ein Vampirmonster. Also, wir gehen jetzt erstmal zurück nach Xseed Village. Dort reden wir mit unserer blaublütigen, nein, blauhaarigen. Vielleicht ist sie auch blaublütig, wir wissen es nicht. Dame, die im Gefängnis eingesperrt wurde. Ich kann die übrigens nie auseinanderhalten. Zwei blaue Damen. Blau halt. Ich gehe nur nach da vor. Aber Leute, noch zwei hübsche junge Damen mit blauen Haaren, Mann. Wenn wir nicht der eine mit Rot oder Gelb oder Silber oder Grün-Violett geben können. Grün-Violett wäre cool gewesen. Grün-Violett wäre das beste Spiel überhaupt gewesen. Und dann noch ein Igel. Hätte genau hier zum Setting gepasst, Mann. Also, so. Ah, it's you. If you're looking for Fina, she went out for a walk around the village. What's wrong? You don't look well. Elder Jiba of Sarah's passing. I see. I had a terrible premonition that something like this might happen. Sarah too. Seemed to know the fate that stood before her. I suppose it was a job to know after all. So. Does that bother you? If it sets your mind, at least do you know that she had completely accepted her destiny. We shall both grieve, certainly, but if you wish to honor her memory, then carry out her final wish. Long ago, Ys was ruled by 2 goddesses and 6 priests. Sarah and I descended from one of these priests. Much of Sarah's power came from the Toa bloodline. I suspect she knew more about the destiny befalling Astrea than anyone could have imagined. While we cannot grieve Sarah's loss forever, in order to grant her dying wish, you must continue onward, Adel. You must find the Book of Ys. I am fully convinced that you are the swordsman whose coming Sarah's foretold. At any rate, the Book of Ys. I'm a bit rusty, but with Sarah's gone, I am the only one left who can read the ancient script. So, endlich werden wir die Bücher von Ys auch lesen können. Also, William Haddle. So this is the book you found in the shrine. The Book of Haddle.
Long ago, Claria was created in Ys. It was displayed in the Temple of Solomon as a monument of prosperity. But suddenly disaster struck. In the shadow of the prosperity, evil had grown and brought with the seeds of suffering. It struck with all-consuming fury, and in the wake of its demon hordes, even the fair land of Celestia became as ash. But even if all were to be wiped away, the prosperous and the suffering alike, the twin trees and the twin moons would forever watch this land. This is the book of Ys, lost from our family stars long ago. The Book of Tova. Ys was healed by two goddesses and 6 priests. The goddesses embody the spirit of our land and inspire our lives. One represents order and the other freedom. If we were ever to lose them, all our struggles and achievements would come to naught, and we would never again know peace. We must not lose the goddesses, regardless of the cost, even under eternity's shadow. So, it was in their bound mind, was it? How peculiar. The Book of Dabi. I speak now of the disaster of Ys. He rose suddenly and attacked our cities. He called forth molten stone from the bowls of the world to burn our fields and trap us in the sea of fire. It was terrible and absolute. One by one, our proud nation were blown out like candles, and darkness and chaos stole over our world. Surely the Claria was the cause. Was it not the harbinger of darkness? Thus we sealed it within the darkness, in the ground, so the hope may shine anew. Forget it not, and nearly lay hands up mid again. The words recorded in these books will surely illuminate the truth behind Estress Tumul, the storm wall, the appearance of the monsters, the continued theft of all items made from silver, and now Sarah's death. I'm certain that all this stems from great instability in the flow of destiny. You're the only one with the ability to uncover the truth behind it all. So, okay, das hatten wir schon. Also, wir konnten nun endlich diese Bücher von Ys übersetzen und haben damit, etwas hier über die Geschichte von Estrella gelernt. Nun schauen wir nochmal. Da ist sie. Adele, I can never thank you enough for rescuing me from the prison cell. It feels so good to be free. I still can't remember anything but my name though. Who am I? What have I done with my life? And why was I locked in that cell in the first place? I don't know the answer to any of it. I only know that my name is Fina and I've been a prisoner. Why can't I remember anything more? This is a lovely village. Chiba introduced me to the villagers. Everyone seems to be very nice. This is the first time I can recall when I felt so at peace. I don't really care if I never get my memories back. If I could only stay in the place with these people. I know. I should be trying hard to remember, but I'm just so happy here. So, okay, das ist das Dialog. So, jetzt reden wir nochmal mit Chiba. Die Musik hier in dem Dorf ist immer so traurig dabei. Ist das ja eines immer noch der Dörfer, denen es am besten geht, Mann. Aber ich glaube, sie hat auch nichts Neues mehr zu sagen, oder? Also die Bücher haben wir gelesen. Gut, hat nichts Neues mehr zu sagen. Übrigens, wir sind immer noch reich, liebe Leute, das ist eigentlich das Wichtigste. Eigentlich bin ich hier nur hingekommen, um für Ruhm, Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der dies alles erreicht hat, war Adel, der König der Banditen. Nein, sind wir Banditen möglich? Also, weiter geht's. Was ist der Ball, liebe Leute? Ich hoffe, wir kommen jetzt ehrlich gesagt schon weiter, aber ich denke, wir haben jetzt alles erledigt. Also wir haben die 3 Bücher von Ys, wir haben alle Ringe, wir haben alle Ausrüstungsgegenstände, wo wir, wie gesagt, eigentlich nur die Silver Armor bräuchten. Der Rest ist, wie gesagt, unwichtig. Ich glaube, man findet auch einige der Rüstungsstücke noch hier. Und jetzt geht's zur Thief's-Band. Talk to boss. That's the Tor's family lost book of Ys.
Guess that would make you the swordsman Sarah kept remembering about. I heard what happened. Seems people think we're the ones responsible for the murder, but we would never do something like that. Sarah was my cousin. I'm sure the one who killed her was the man in the black cape, the same man who stole all of Esther's silver. If I could just get my hands on him, I swear I'd make him pay for what he done. Ich habe irgendwas immer noch nicht getriggert, glaube ich. Liebe Leute, mir fehlt irgendein Item, glaube ich. Ich habe irgendwas noch nicht gemacht oder mir fehlt irgendein Item. Wahrscheinlich habe ich irgendwas in den Dungeon verloren. Okay, liebe Leute, machen wir kurz einen Cut. Bis gleich. So, einen kurzen Cut später. Ja, mir ist jetzt auch wieder eingefallen. Deshalb möchte ich, was das Spiel mal ganz gerne macht. Ihr seht, hier stehen sie zusammen. Man muss das doch verlassen und nochmal reingehen und dann nochmal mit ihnen reden. Schwachsinn, aber okay. Jiba has been teaching me many things since my arrival here in Civic. Mixing up fortune-telling, the cultural history of Astria too. Every day makes me feel complete. All my fears and reservations from my long imprisonment have vanished into thin air. Well, almost all. The truth still terrifies me. Whenever I get particularly scared though, I just think about when you took my hand and led me to safety. And taught me courage, Adel. Thanks to you, I've been able to look ahead without ever feeling I must also look back. Ist noch was anderes zu sagen? Nö. Okay, dann machen wir das eben nicht. Dann reden wir jetzt nochmal mit Jiba und dann schauen wir mal. There are 6 books of Xseed. The remaining 3 are all hidden in the Dome Tower. The Devil's Tower, they call it. The dates back as far as the shrine. If you go there, I recommend you speak with my son, Gabon. He should be able to throw your way in. You are an accomplished swordsman. Indeed, you are the hero that Sarah foresaw, the legendary brave soul. I commend you for coming so far. I'm certain that you will be all right, even in the Devil's Tower. I don't. We know if any of this means anything to you. I want to ask you not to go, but just promise me one thing. Come back safely. So that I may see you again. Also, okay, liebe Leute, jetzt haben wir uns einen Weg mal wieder hier umsonst gemacht, aber mal, so ist es halt. Ich muss mir irgendwo merken, welche Ringe welche sind. Aber das ist jetzt... Ja, das ist immer der... Ja, genau, das ist der richtige, passt schon. Also, liebe Leute, dann wandern wir los. Es ist Zeit. Und ich hoffe, diesmal fehlen mir nicht wieder 1000 Items. Ich habe nicht wieder vergessen, mit jemandem zu sprechen. Oder ich sehe einfach nicht die Lebensbalken von den Gegnern. Weg da, Splatter! Also, wir gehen jetzt wie gesagt in den Darmtower. Von da aus gibt es auch kein Going Back mehr. Was, wenn ihr selber das Spiel spielt, essentiell sein sollte, dass ihr alle Ringe habt. Wie gesagt, ohne die Bücher geht es eh nicht weiter. Also, versuchen wir es nochmal. Dan the Man. My mother taught me everything. In order to find the remaining books of Xseed, you have to enter the tower. Since the day the Stormwall first showed up, the tower's been teeming with demonic sentries. Our band of thieves tried to get things under control in there, but suffered heavy casualties. The urge is strong, too many. We had no choice but to fall back. My right-hand man, Dogi, has also gone missing. He's in there, but I can't even say if he's still alive. The Dome Tower is an unbelievably dangerous place, if you haven't gotten that already. It's most definitely not for the faint of heart. If you truly mastered the Silver's equipment, the sword especially, then you might just stand a chance. Very well, I'll open the gate for you. Ist doch so nett. Er kennt die silberne Ausrüstung, die irgendein Baum seit 1000 Jahren versteckt hat, oder? Ja, genau, so mag ich das, also. Dann safen wir nochmal. Speichern wir hier drüber. Von Fall der Fälle, dass ich doch was vergessen habe. Und dann, liebe Leute, geht's los. This door is one way only. Once you're inside, you won't be able to get back out. It's also completely soundproof, so you scream for your dear life. It ain't gonna wake us from our naps. I'd say at most, you should be limited to one day in there. Make sure you're back there tomorrow morning with the other, or without the books of Xseed. I reopen the door to let you out when the sun rises. Alright, get going, and try not to get yourself killed in there. Haunted. Just so you know, that wing you're carrying, well, Dome Tower is encased in powerful magical barrier. If you try to use the wing, you just get sucked into the tower walls. You'll be killed instantly. I better hold onto it for you so there aren't any unfortunate accidents.
Du klaust auf mein Item, du bist doch ein Dieb. Das war so nett, ich wusste nicht mal, dass es das Item gibt. Also, liebe Leute, ihr seht, Downtown. Der finale Fight des Dungeon des Spieles. Hatte sehr, sehr geile Musik, finde ich persönlich. Und er ist sehr verwirrend, der Dungeon aufgebaut. So viel können wir auch schon mal sagen. Er ist in den Anfangsleveln in Ordnung, wird aber später sehr schwer. Das Ding ist, wie gesagt, wir müssen jetzt diesen Turm komplett hochsteigen. Er hat ewig viele Ebenen und wir wandern jetzt erstmal hier hin. Ich muss hier immer wirklich überlegen, weil das ist sehr schwer. Ich kann mich da auch sehr wenig erinnern. Okay, aber hier war nichts. Also hier sind noch ein paar Gefängniszellen. Erstmal nichts Wichtiges. Es ist im Endeffekt so, wir laufen diesen Turm hoch und haben immer normalerweise dann eine Außenbalustrade und dort ist ja dann eben der Gang, wo es weitergeht. Aber wir werden gleich sehen, wieso das nicht allzu einfach ist. So, wir müssen auch unbedingt das machen. Ich bin schon falsch, liebe Leute. Ich bin schon, oder? Ich glaube, ich bin falsch. Warte mal, wir gehen erst den hinteren Ausgang. Das Ding ist, mir ist es nämlich auch passiert, ich habe ja irgendein Item vergessen und weil ich das Item vergessen habe, muss ich den ganzen Weg nochmal hin und her laufen. Ihr seht, wir sind jetzt in den dritten Gang gelaufen und das ist schlecht. Weil man läuft halt immer hier rum und man hat hier normalerweise immer 2 Türen draußen und es ist halt leicht verwirrend hier herauszufinden, wo man hin muss. So, Heal Potion brauchen wir nicht. Da ist nichts drin. Da ist der Mirror, den habe ich jetzt auch schon. Und der Evil Ring. Essentielles Item, ohne was man nicht weiterkommt. Ich habe es nicht gefunden. Du könntest diesen ganzen Scheißweg nochmal hochlaufen, Mann. Runterlaufen, Mann. Weil den braucht man ganz am Ende, Mann. Das Gute ist, das ist eine Außenwelt. Das heißt also, hier regeneriert sich das Leben. Es ist auch so nice, weil man sieht halt wirklich immer hier außen die Welt, die man bis jetzt bereist hat. Und die Musik, die gefällt mir nicht ganz so gut wie in manchen anderen Dungeons. Aber der Anfang ist so süß. Also, man kommt ja auch, wie gesagt, nicht weiter, wenn man die Silver Armor nicht hat. Also generell, man braucht sie. Also es ist nicht nur vom Gameplay-Ding, man braucht sie auch. So. Nein, ich glaube, man braucht sie gar nicht. Ich weiß es nicht. Egal. Na doch, man braucht sie. Ich habe keine Ahnung. So. Also, seht, die Gegner sind auch lustig schwer. Also, wir könnten jetzt direkt weiterlaufen, aber das wäre natürlich ein Fehler. Wir sind ja inzwischen schon der Ease-Profi. Schlachten nicht nur Feinde ab, sondern wir wissen auch mit was wir hier rechnen müssen. Und zwar dem hier. So. Und dort, liebe Leute. Whoa! Don't scare me like that. I thought you were a monster. I haven't seen another human in quite some time. You're not in chaos with the evil ones, are you? Good, good. Then you're welcome to stay here and take refuge with me if you'd like. Lieber nicht. Won't be a great company for you, though. I'm afraid I have matters of my own to attend to. I've lost something extremely important to me. And I won't rest until I found it. Okay, also, damit wissen wir schon mal, ich dachte auch immer, das wären so versteckte Gänge, dass man da irgendwie reingehen kann. Also nicht das gefällt mir. Voll cool. Also, mein schöner Weg. Nein, nicht den, das nicht. So. Aber es ist nett, ich habe diesen Mirror, habe ich ja auch gesagt, nie benutzt. Weil ich schlecht bin. Nein, hoffentlich nicht. Also, aber mir gefällt das, weil wie gesagt, man steigt jetzt hier einfach diesen Turm hoch und es geht immer weiter. Das ist echt eine coole Sache hier, muss ich sagen. Also, weil es auch wirklich so, also die Größe halt von diesem Turm man wirklich erst, also man hat ihn ja so immer gesehen, wie gigantisch der Turm ist, weil man hat ihn ja schon vom Anfang an des Spiels war ja das erste, was man gesehen hat. Und auch immer hier der Darm Tower, dort wo das Schicksal der Menschheit entschieden wird, so oder so ähnlich. Wie gesagt, echt ganz nice. Ich glaube, ich habe übrigens jetzt schon ein Item nicht mitgenommen. Ich habe ziemlich sicher ein Item schon nicht mitgenommen. Das ist aber auch so hart verwirrend hier. So, jetzt bin ich in der 6. Ebene. Ob das der richtige Weg ist nur die goldene Frage. Oh, nein, hier gehen wir noch nicht hin. Sonst muss ich da ewig zurücklaufen. Hier wird es weitergehen, storymäßig, aber ich habe, also ein Item weiß ich, was mir zum Beispiel fehlt, was ich zumindest brauche. Also ich glaube, wir haben inzwischen
Es gibt ja, ich glaube, im Endeffekt jetzt 2 essentielle Items, die wir im Endeffekt aktuell brauchen. Das eine ist der Evil Ring, den wir gleich zum Ende des Partes mal testen werden. Weil es ist der Finale der Ringe, also. Das ist der letzte Ring, den man im Spiel sammeln kann. Die Typen sind stark. Kein Bock, gegen die zu kämpfen. Es lohnt sich auch nochmal Gegner zu bekämpfen, weil wir halten hier keine Erfahrung mehr. So, da hat jemand wieder das ganze Silber geklaut. So wie halt immer. Und alles Sackgassen. Nice. Hä? Ach. Oder? Nee? Ist hier echt nichts? Okay. Das irritiert mich jetzt. Ist nicht, dass wir echt noch gegen keinen Gegner gelaufen sind. Alter, Mann, das wäre eine Challenge, Mann. Spiel das Spiel komplett mit der Maske durch. Ja, kann aber schon sein, aber wir haben unten definitiv was vergessen. Aber okay, Leute, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir legen jetzt die Maske erstmal wieder ab. So, liebe Leute, wir speichern. Das hat auch den Grund. Wir haben nun den Evil Ring, den wir brauchen für dieses Spiel noch, um es zu schaffen. Ja, jetzt weiß ich wieder, was man da machen muss. So, warte, irgendwas mit diesen Säulen muss man nämlich... Ach, es ist ein madiger Dungeon, Mann. Aber okay. Ich werde jetzt nochmal runterlaufen. Aber wie gesagt, also Evil Ring ist ein Story-Item, was man auch braucht, für die weiter um die Geschichte zu kommen. Aber ihr seht schon Text. Ihr seht ihn, der sieht nicht so schön heimelig aus wie die anderen. Bloody Petal Ring that taints slowly kills its wearer. So, wir rüsten ihn jetzt aus. Mortal Sins. Und damit sind wir Game Over. Wir können diesen Ring auch nicht mal abrüsten. The ring is stuck into Adolf's finger, causing sharp pain and it wouldn't come off. Also im Endeffekt ist er in unserem Körper drin und ihr seht, das ist der Tod, liebe Leute. Dieser Ring bringt einen um, wenn man ihn trägt. Wie wir ihn aber brauchen können, werden wir definitiv noch erfahren. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.